Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Michael, der Kameramann, freut sich dabei zu sein. Und warum? Weil Weihnachten vor der Tür steht. Ganz genau. Und das ist wieder ein Weihnachtsthema hier. Natürlich, haben wir ja versprochen. Und hier ist es. Ganz natürlich 2 Kränze eigentlich, genau. 2 Kränze gemacht, ganz natürlich übereinander gestellt, ein bisschen dekoriert, ein paar Sachen noch von draußen gefunden, noch mit reingemacht, Jute. Und guck doch mal hier unten in der Videobeschreibung, auch die Lichterkette hier, die habe ich gerade von Hof Oelkers mitgenommen, auch sehr niedlich, haben wir ganz tolle, kann ich nur empfehlen, stöbert da mal rum. Aber wenn ihr wissen wollt, wie dieses natürliche Deko-Thema funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Guck mal. Und da habe ich gerade jetzt die alte Deko, genau, da hatten wir einen Kräuterkranz gemacht mit Buxus und so und mit alten Ästen. Das war auch sehr schön. Das habe ich gerade eben alles abgemacht. Da habe ich jetzt diesen Strohrömer. Und dann haben wir hier noch diese Holzschale, die haben wir auch schon des Öfteren dekoriert und auch mit Tulpen mal gefüllt. Hier oben in der Infobox könnt ihr gerne mal gucken. Die ist wirklich immer super dekorativ zu gebrauchen und super zu verwenden. Dann hier den Jutestoff, hier habe ich noch so Reste. Dann habe ich hier, das ist so diese Baumwolle am Ast, Thymian, Moos, altes Geäst, Lärchenzweige. Hier vorne habe ich jetzt einfach mal pauschal ein paar Apfelscheiben mir hingelegt. Dann habe ich hier einen Stern gefunden, so einen Metallstern. Den habe ich gerade im Keller gefunden. Ich finde, das passt sehr gut zu diesem Rustikalen. Die Kugeln, die ich letztes Jahr haben wir sie gebraucht, aber auch in der Vasendeko. Genau, das in der Vasendeko hier oben könnt ihr auch noch mal gucken in der Infobox. Genau, das sind diese Art Pistazie grün. Das ist, glaube ich, Pistazie, Micha, oder? Hier oben, das sind 2 verschiedene Töne. Und jetzt müssen wir einmal mal gucken. Ich habe auch noch Moos und hier unsere Clematis. Und da war Micha so nett, die hatten wir unheimlich viel bei uns am Baum und an der Terrasse, ne? Genau, die hat Michael dann mal gecuttet und alle ganzen Blätter alle abgemacht. Und jetzt können wir die natürlich super gebrauchen. Und genau, die Clematis haben wir hier. Dann habe ich hier unseren Binde-Wickeldraht, einmal mit dieser Papierummantelung in etwas hell und heute noch mal ein bisschen in braun. Dann habe ich die Heißklebe, einen Seitenschneider, eine Schere und eine Gartenschere. Und ich würde sagen, wir fangen an. Und gerade vergessen, Michael hat mich darauf hingewiesen, ich habe hier eine Sternchenlichterkette mal genommen. Die ist relativ kurz, die würde ich gerne mit einarbeiten, nur so ein bisschen. Und eine Echtwachskerze. Was ich immer habe, ich habe hier unten diesen Brandschutz, das finde ich immer ganz gut. Deswegen brauche ich da jetzt keinen speziellen Teller. Genau, die habe ich. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen Steckenmoos. Aber jetzt geht's los. Und wir fangen an mit dem Jutestoff. Und ihr nehmt jetzt einfach die Stücke, die ihr habt. Ihr könnt auch jeden anderen Stoff nehmen. Aber ich finde Jute natürlich perfekt, weil er so richtig schön rustikal ist. Und ich schneide mir hier einfach jetzt so ein paar Stückchen ab. Das kann auch quadratisch, rechteckig. Das ist jetzt völlig egal. Ich habe ja auch kleine Stücke, noch Reste. So, und die bereite ich mir erstmal vor. Und den Thymian, den ich auch noch habe, das sind nämlich auch nur noch ein paar Reste. Auch die bereite ich mir vor. Hier habe ich auch noch ein bisschen Euphorbia und den Thymian. Und da schneide ich mir jetzt hier überall ein paar Stränge auf. Ja, ich würde mal sagen, vielleicht auch 10 cm.
Und jetzt nehme ich den Bindedraht. Ich habe mir hier ein bisschen Moos hingelegt. Dann haben wir das Euphebia. Ich habe den Jutestoff und ich habe hier den Thymian. Was ich auch total schön finde, was ich auch immer, auch vom Farbton, ich nehme so unheimlich gerne den Salbei, weil der super eintrocknet. Da hatte ich eben auch überlegt, ob ich den jetzt noch mal eben hier hochhole, aber ich denke, das ist jetzt für diese Deko-Idee heute genug und das sind eben Reste und deswegen werde ich die erstmal verarbeiten. Was ich auch wunderbar finde, auch diese Stiele, also alles, was so ein bisschen ästig ist hier unten, das kann man noch super nachher mit einarbeiten oder eben oben raufkleben. Also niemals wegschmeißen, immer schön zur Seite und irgendwann kann man das super gebrauchen. Ich werde jetzt hier den Draht einmal an den Strohrömer einmal hier so ranknoten und dann könnt ihr anfangen. Und ich nehme jetzt hier erstmal ein bisschen Jutestoff und ja, ich drehe mir den einfach hier so ein bisschen, knüttel mir den rein und gehe jetzt hier mit dem Bindedraht rum und fixiere mir den hier an den Strohrömer. Vielleicht ruhig so ein bisschen, guck mal hier, ich zeige das nochmal eben, so an der Seite hier ein bisschen runterziehen, dass der auch richtig schön verdeckt ist. Und jetzt gehe ich hier noch einmal öfter rum. Ist mit der Rolle immer ein bisschen komplizierter, aber es geht. So, jetzt bin ich hier dreimal rum. Wir haben hier den Stoff jetzt fest und jetzt nehme ich einfach mal ein bisschen Moos und lege mir das hier unten einmal ran und natürlich auch nach innen ein bisschen reinlegen und nach außen, damit der Strohrömer schön verdeckt ist. Und wieder mit dem Bindedraht durchgehen und das Moos damit befestigen. So, ich habe jetzt hier mich ganz spontan ja für diesen braunen Bindedraht entschieden, weil ich finde, dass sich das super, dieses Braun natürlich mit der Holzschale super widerspiegelt und ich finde das sehr, damit es noch ein bisschen rustikaler wird. Und ich nehme jetzt hier einfach das Thymian, was ich mir vorgeschnitten habe, leg mir das hier unten ran. Und habe das einfach hier so oben raufgelegt, ohne zu gucken. Auch von der Länge finde ich das überhaupt nicht schlecht. Und bin jetzt hier dreimal wieder mit dem Draht rumgegangen. Und jetzt nehme ich wieder einfach mal ein bisschen Moos. Da nehme ich jetzt auch überhaupt gar keine Reihenfolge. Ich mache das jetzt so, wie ich das gerne hätte. Und fixiere mir das, lege mir das Moos ran und gehe wieder mit dem Draht herum. Euphebia habe ich mir jetzt auch abgemacht, habe ich hier mit reingemacht. Und jetzt könnt ihr einfach mal gucken. Jetzt nehme ich hier wieder ein bisschen Jutestoff. Ich finde das eigentlich auch ganz schön, wenn man vielleicht sogar roten Stoff oder schön karierten, sogar vielleicht einen roten Weihnachtsstoff hat und den hier einfach mit einarbeitet. Sieht bestimmt fantastisch aus, kann ich mir gut vorstellen. So, und ich nehme jetzt hier einmal wieder den Jutestoff und gehe hier mit meinem Bindedraht wieder herum, fixiere mir das hier. First flake of snow is set to fall today. Und einmal rumgewickelt. Guck mal, ging doch richtig schön flott, oder? Und ich habe alles am Pulli hängen. Nein, also das ging wirklich super flott. Man kann es einfach reinmachen, wie man möchte. Wie gesagt, das soll heute sehr rustikal werden. Und deswegen, finde ich das wirklich sehr, sehr schön. So, jetzt nehme ich hier mal eben den Seitenschneider. Falls ihr vorhin das gesehen habt, musste ich einmal mir das cutten hier, weil das war so ein Wirrwarr mit dem Draht. Und habe das nachher nur verzwirbelt und habe dann weitergebunden. Den Rest jetzt hier vom Draht, da gehe ich hier einfach nach hinten, genau, und mache mir das hier jetzt einmal so rum und dann hält das auch wunderbar. So, das heißt, den ersten Kranz, den haben wir schon mal fertig.
So, guck mal, das harmoniert doch wirklich wunderbar. Also das finde ich wirklich richtig, richtig schön mit diesen ganzen Naturtönen und gerade hier mit dem Moos, das fügt sich super in diese Holzschale ein. Aber ich möchte jetzt hier gerne noch einen Unterbau. So ist er natürlich viel zu klein und ich versuche das jetzt mit den Clematis einfach mal ein bisschen was fertig zu machen. Ich habe mir jetzt schon mal ein paar Stränge rausgeschnitten und guck mal, wir legen das einfach mal hier so auf die Schale, damit man ungefähr sieht, welchen Durchmesser sie haben muss, beziehungsweise ja, unser zweiter Kranz. Und da lege ich es einfach mal so rauf und dann werde ich das jetzt hier miteinander verzwirbeln. Ich gehe jetzt hier mit den Ästen nochmal durch. Wenn man einmal den Anfang hat, dann geht das auch relativ flott und drehe mir das jetzt hier ein paar Mal so um die anderen Äste. Und wenn ihr das Grundgerüst einmal habt, das ist wirklich einfach, guck mal, jetzt passt das auch wunderbar, ne, vom Durchmesser. Ja. Dann könnt ihr die nächste Ranke nehmen, steckt das hier einfach rein und geht jetzt mit der Ranke hier um euren Kranz herum. Hier muss ich mal gucken, die war hier ein bisschen eingerissen. Und verzwirbel mir die jetzt, indem ich jetzt hier ein paar Mal rumgehe. Und da könnt ihr auch sehen, dass die anderen Äste, die jetzt so ein bisschen abstehen, auch wunderbar mit eingearbeitet werden können. Und hier wieder eine reingesteckt. Und jetzt zwirbel ich mir, warte mal, ich stecke den hier einfach mal eben so rein. Und zwirbel mir den jetzt wieder rum. Da ja nicht wirklich jeder die Clematis bei sich hat, man kann super auch natürlich Birkenreisig nehmen oder auch Mühlenbeckja ist auch fantastisch. Also alles, was wirklich biegsam ist, kann man natürlich super dafür nehmen und dazu oder dafür verwenden. Was ich brauche, damit ich hier Standhaftigkeit habe, ist einfach hier nochmal so ein Stück Moos. Ihr könnt natürlich alles andere nehmen, aber ich habe so einen Ziegel hier noch und der passt ganz gut von der Höhe und das ist natürlich gerade jetzt wirklich perfekt. Diese Reste, ich habe jetzt hier noch so ein paar Jute-Reste. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön, wenn man sich die einfach hier an den Seiten so ein bisschen ausfranst. Ich finde das immer, ja, das gibt immer noch mal so, weiß ich auch nicht, so, guck mal, ne? Ja, Lebendigkeit, sagen wir es einfach mal so. Genau, Lebendigkeit nochmal in diese ganze Sache rein. Und ich nehme jetzt hier die letzten Stücke, franz mir die an den Seiten ein bisschen aus und ja, leg mir die hier einfach nur so rein. Wir haben hier noch ein bisschen Papier gefunden, kann man auch super Zeitungspapier nehmen. Und das werde ich hier einfach nochmal eben an den Seiten ausstopfen. So, schön ausgestopft, ne Micha? Ja. Oh ja, und jetzt kommt noch mal richtig toll Natur pur. Beim Kranz haben wir auch wirklich nicht viel gebraucht hier vom Moos. Und das Restliche, was wir jetzt haben, das lege ich hier erstmal komplett aus. Das ist auch noch relativ gut trocken und ja, lässt sich natürlich super verarbeiten. Es trocknet jetzt hier aber auch noch richtig schön ein. Guck mal, die Konstruktion haben wir fertig. Jetzt kommen hier unsere beiden Kränze und ich liebe diese Natur, das ist einfach so schön. Und ich finde, das fügt sich doch wirklich hier super, super mit ein. Man kann natürlich auch mehr Stoff nehmen oder auch gar keinen Stoff, aber ich finde, das passt. Wie sieht das von vorne aus, Micha? Das sieht richtig gut aus. Ja? Ja, ganz toll. Ganz toll, sehr schön. So, jetzt haben wir das schon mal fertig und weiter geht's mit der Kerze. Ich wollte eigentlich ein normales Glas nehmen, habe ich gar nicht gefunden, aber das habe ich bei uns auf der Terrasse gefunden, Micha. Und das, finde ich, passt auch wirklich super hierzu. Und stelle mir das jetzt hier oben auf der Steckmusi. Ihr könnt jetzt natürlich mit der Höhe spielen. Wir haben hier wirklich, ja, durch die Kränze natürlich kann man das nicht sehen. Man kann jetzt auch ein bisschen höher gehen mit dem Glas. Aber ich denke, so ist das ganz schön. Ich stelle mir das jetzt hier vorne rein und die Kerze kommt natürlich auch hier rein. Und den Stern, den ich hatte aus Metall, den stecke ich mir hier hinten einfach auch so rein. Und ich finde das eigentlich ganz schön hier auch mit diesem Juteband. Ich finde, das passt ganz gut auch zum Stoff. So, dann haben wir natürlich noch die Lichterkette.
Und die kommt jetzt auch noch mal eben hier mit rein. Ich mache mir die mal eben an. Lichterkette auf Timer gestellt. Batteriefach kann jetzt natürlich hier super rein in den Kranz. Da sieht man dann gar nichts. Und das auch werde ich einfach nur so hier einmal rumlegen. Finde ich sehr, sehr schön. Wie gesagt, wir mögen gerne Echtwachs, aber auch gerade so in der Vorweihnachtszeit, wenn alles mit Lichterkette an und aus geht. Und jetzt können wir es richtig schön ausdekorieren. Jetzt kann man wirklich machen, wie man möchte. Apfelscheiben, Apfelsinenscheiben, genau, Zapfen, alles was man hat, Zimtstangen. Und ich gucke jetzt einfach mal, ich habe hier meine Tüte und hier nehme ich diesmal die Heißklebe. Ihr könnt die natürlich auch anbraten, aber ich werde jetzt hier die Heißklebe, wie gesagt, nehmen und schon mal meine Zapfen hier mit einkleben. Das passt natürlich sehr, sehr gut hier mit dem Moos. Da hat man dann nochmal wieder so einen kleinen Kontrast. Einfach ein bisschen anhalten, warten. Und es ist immer sehr, sehr schön, wenn man die Zapfen auch von der anderen Seite mit in die Deko reinmacht. Und ja, das machen wir mal eben. Und so ein Apfelgrün ist immer fantastisch. Gerade mit diesem Braun finde ich. Guck mal, und jetzt nehmen wir hier einfach mal die Apfelscheiben Obst. Das muss man mal ein bisschen antrocknen. Und die werde ich jetzt auch hier als Übergang praktisch von dem oberen Kranz in den unteren Kranz einfach so ja mit reinfließen lassen, so mit ankleben. Auch hier an der Seite jetzt so ein bisschen. Genau, damit das so ein bisschen besser harmoniert. Einfach Apfelscheiben übereinander. Man kann sich die auch so halbieren, ein bisschen einreißen. Das ist auch immer sehr schön und natürlich. Ich sage zu Micha, der sieht doch gut aus, eigentlich sind wir fertig. Und dann sagt er zu mir, und die Kugeln, die machst du nicht, oder? Doch, habe ich vergessen. Doch, Micha, komm. Die Kugeln, natürlich kommen die rein, also sag mal. Und die nehme ich jetzt auch. Ich habe jetzt hier meine große Kugel genommen. Und was ich immer sehr, sehr schön finde, und da wir ja eh jetzt hier Jute haben, ich will jetzt auch nicht so laut sein, ich schneide mir hier nochmal eben so ein Stück von dem Juteband ab und werde das hier jetzt in die Kugel einfach hier mit durchziehen, einen Knoten machen und das Band so ein bisschen nach unten laufen lassen und den Rest, den schneide ich mir noch mal eben ab. Und da ist er, unser neuer Wohnzimmerkranz, genau. Jute, alles was ihr habt, Birkenreisig, guckt einfach mal Äste, die noch gut biegsam sind, einfach ein bisschen ausprobieren, guckt mal in der Natur, Zapfen, alles findet man. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und wir hoffen natürlich auch euch und wir hoffen natürlich, dass wir eine kleine Deko-Idee mitgeben konnten, wie wir euch inspirieren konnten. Dann würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen, das wisst ihr ja. Und natürlich über einen Kommentar. Faszinierend, freut uns immer wieder, Micha, oder? Ja. Genau. Also ihr Lieben, es war wunderschön. Der geht jetzt gleich zu uns ins Wohnzimmer auf den Tisch. Und wir freuen uns auf euch die nächsten Tage. Eure Conny, die Fellnasen und Euer Micha, euer Kameramann. ganz genau. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Gut, tschüss. Is on its merry